zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video möchte ich mich noch einmal dem Thema Differentialkühler widmen. Ich hatte vor einiger Zeit ja bereits ein Video gemacht, in dem ich meine Differentialkühlerlösung vorgestellt habe. Außerdem gab es auch ein Video, wo ich mein Differential geöffnet habe, denn ich habe bereits einmal mein Differential getauscht. Beide Videos, sowohl das Video zum Thema Differentialkühler, verlinke ich euch jetzt hier oben einmal. In dem Video zeige ich so ein bisschen was ich mir bei meiner spezifischen Installation gedacht habe und welche Komponenten eben bei meiner Differentialkühlerlösung mit dabei sind. Das zweite Video, was ich jetzt auch oben verlinke, ist wie gesagt das Video, in dem ich mein erstes oder mein Seriendifferential öffne und da mal reinschaue. Ich habe wieder gegen ein BMW-Differential gewechselt, allerdings ganz wichtige Informationen für euch. Falls ihr so einen Differentialwechsel macht, bitte vorher mit eurem BMW-Händler klären, welche Version des Differentials ihr habt, denn dort gibt es unterschiedliche Versionen und je nach Differentialversion ist der Anschluss für die Kardanwelle eine andere. Und bei mir war es dann tatsächlich so, das Differential, was ich mir gekauft habe, denn ich habe damit nicht gerechnet und damit auch nicht, da nicht dran gedacht. Und als dann ich das Differential zu meinem BMW-Händler gebracht habe und die mir das umbauten, riefen die mich an und meinten, die Kardanwelle passt nicht mehr, der Anschluss ist ein anderer. Das heißt, ich musste dann bei mir zusätzlich zum Differential auch noch die Kardanwelle wechseln. Also das als kleine Information am Rande. Jetzt aber, wie gesagt, zum heutigen Video. Heute geht es um das Upgrade oder ja, die Verbesserung der Wartbarkeit meines Differentialkühlers. Ich habe bereits einen Lüfter im Einsatz auf meinem Differentialkühler und habe jetzt hier, da mein 3D-Drucker wieder funktioniert, mir neue Halterungen gebaut oder beziehungsweise gedruckt. Diese zweite Version ist es jetzt so, da ist diese Treppe, ich versuche das mal ein bisschen ins Licht zu halten, dass man das besser erkennen kann. Diese Treppe hier oben, die hier entsteht, die ist nun höher. Dadurch ist der Lüfter, den ich auf meinem Differentialkühler montiere, weiter weg vom Lüfter. Denn ich hatte in der Vergangenheit ein bisschen Probleme, dass teilweise durch den starken Kontakt zwischen Lüfter und Differentialkühler, der Differentialkühler hat sehr scharfkantige Spitzen oder sage ich mal Finnen. Und diese Finnen haben dann sich in die Kabellage von dem Lüfter gebohrt und einen Kurzschluss versorgt und dann Kurzschluss verursacht und dann war der Lüfter kaputt. Das heißt, ich habe das dann zwischenzeitlich so gelöst, dass ich auf meinem alten Halter hier einfach ein kleines bisschen Moosgummi angebracht habe. Aber um das eben jetzt vollständig zu lösen, habe ich hier eine neue Version gedruckt, die eben einfach etwas höher aufbaut und somit den Lüfter weiter vom Differentialkühler entfernt. Das sind diese zwei Halterungen. Die werde ich gleich im Fahrzeug verbauen und eben den Lüfter upgraden. Das ist das eine. Das andere ist, wie gesagt, hier mit so ein paar Plastikflaschen. Die gab es jetzt hier leider nur im 5er-Pack. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Beim Befüllen meines Differentialkühlers habe ich ein bisschen das Problem, dass es mir recht schwer fällt, den von oben zu befüllen. Das ist eine sehr langwierige, zeitaufwendige Prozedur, weil ich da immer nur ein ganz kleines bisschen in den Zuführschlauch füllen kann. Ich blende hier mal kurz ein, der Zuführschlauch, und den muss ich abschrauben. In den Zuführschlauch führe ich dann eben mein Öl ein, mein Differentialöl, und das ist wie gesagt eine sehr aufwendige Geschichte. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, wie ich das etwas beschleunigen kann oder für mich leichter gestalten kann. Dafür habe ich mir hier so einen T-Adapter besorgt. Den verbinde ich mit meiner bestehenden Verrohrung und diesen T-Adapter werde ich dann so einsetzen, dieses Stück hier kommt in Richtung Differentialkühler. Hier wird mein Zuführschlauch angeschlossen. Das heißt also, ich werde dann später diese Flasche hier verwenden. Die werde ich hier oben aufbohren. Hier werde ich ein Loch reinbohren. Hier kommt dieser Anschluss ran. Und dann kann ich die Flasche eben verwenden, um meinen Differentialkühler zu befüllen. Wie gesagt, ich werde dieses T-Stück jetzt generell in meinen Kreislauf einbauen, zwischen eben Differentialkühler und Zuführschlauch zur Pumpe, und habe dann hier oben die Möglichkeit, an meinem T-Stück entweder wie jetzt diesen Adapter einzusetzen, den ich dann mit so einem Schlauch verbinden kann zum Befüllen. Oder aber, wenn ich mit dem Befüllen fertig bin, schraube ich den einfach ab und mache hier oben so eine Versiegelungskappe drauf. Das ist sozusagen dann im Betrieb. Das heißt, im Betrieb ist die Leitung hier oben geschlossen und es ist ein ganz normaler Kreislauf, wie er jetzt auch herrscht. Und nur zum Befüllen werde ich dann hier oben eben meinen Adapter anbringen und kann dann über den Adapter
zusammen mit dem Schlauch und meiner modifizierten Flasche das System eben bequem befüllen. Sprich, ich setze das da oben drauf und sehe dann auch, wie viel ich Differentialflüssigkeit eingefüllt habe. Denn hier ist auch gleichzeitig noch eine Skala mit dabei. Jetzt hätte ich gesagt, starten wir aber als erstes mal mit dem Tausch des Lüfters. Das heißt, dafür springen wir jetzt einmal ans Auto und ich zeige euch, wie ich hier diese neuen Teile verbaue und den Lüfter entsprechend montiere. Das sehen wir jetzt.
So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich den Lüfter hier eben verbaut habe an meinem Differentialkühler und auch meine neuen Abstandshalter. So habe ich da jetzt einfach ein bisschen mehr Höhe zwischen Kühler und Differential, also beziehungsweise zwischen Lüfter, ne, und Differentialkühler. Jetzt kommt eben der zweite Teil. Jetzt installiere ich hier mein T-Stück, um diese Befüllflasche hier verwenden zu können. Bevor ich das mache, am Auto das T-Stück verbaue, zeige ich euch aber einmal, was ich mir dabei gedacht habe, wofür hier dieser Plastikanschluss ist und wie ich das mit der Flasche überhaupt lösen möchte. Dafür packe ich die hier mal weg, denn wir brauchen nur eine einzige Flasche. Und wie ihr sehen könnt, hat diese Flasche ja bereits eine Öffnung hier oben an der Oberseite. Die ist auch sehr hilfreich, denn die werde ich verwenden, um eben meine Differentialflüssigkeit einfüllen zu können. Das heißt, die Flüssigkeit befindet sich nachher hier in diesem Reservoir. Das Reservoir werde ich hier unten modifizieren, indem ich hier ein Loch bohre, um dann eben diesen Anschluss anbringen zu können, sodass ich also zwei Öffnungen habe. Und an diese zweite Öffnung hier unten, ich nehme gerade mal die Schraube ab, beziehungsweise die Mutter ab, und an dieser Öffnung hier unten werde ich dann den Schlauch anschließen können, der sich wiederum mit meinem Anschlussstück verbinden lässt von meinem T-Stück. Und dadurch habe ich eben eine Möglichkeit geschaffen, dem System extern über diesen Anschluss und diese Flasche eben Flüssigkeit zuzuführen, also Differentialflüssigkeit. Und dadurch, dass die Pumpe in diese Richtung ja auch saugt sie automatisch, zumindest soweit meine Theorie, das wird sich dann zeigen, saugt sie automatisch die Flüssigkeit hier aus meinem Behälter direkt in den Kreislauf und ich muss das Ganze nicht mehr manuell machen. Das, wie gesagt, so die grobe Theorie, und damit das eben funktioniert, werde ich jetzt dieses Behälterchen hier einmal modifizieren. So, ich habe jetzt hier alles schon mal vorbereitet, was ich brauche. Ihr braucht natürlich einen Bohrer. Ich habe mich jetzt hier für einen Holzbohrer entschieden, für einen sehr dünnen, für das erste Loch. Einfach aus dem Grund, der Holzbohrer hat hier unten so eine ganz kleine, feine Spitze. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennen kann. Aber ich denke, ihr wisst, dass ein Holzbohrer eben eine relativ starke Spitze hat oder Spitze. Und die wird mir dann eben hilfreich sein, um hier ein erstes Loch bohren zu können. Dann natürlich ganz normal ein Akkubohrer, völlig egal welche Marke. Von mir aus könnt ihr sogar auch einen Handbohrer verwenden. Ihr braucht ja nur ein kleines Loch am Anfang, um eben einen Anhaltspunkt zu haben für den Tannenbaumbohrer, nenne ich das mal. Also das ist so ein Stufenbohrer, den zeige ich euch auch gleich. Mit dem kann man eben relativ große Löcher so stufenweise bohren. Jetzt als erstes nehme ich aber, wie gesagt, meine Bohrmaschine. Schau, dass ich hier ungefähr die Mitte treffe. Wie gesagt, man könnte das natürlich ausmessen und alles, aber ich habe 5 von diesen kleinen Döschen. Es ist nur ein Befüllhilfsmittel, nicht päpstlicher sein als der Papst. Zack, unser Loch ist gebohrt. Ging, wie gesagt, sehr schnell. Wir haben jetzt hier unser kleines Löchchen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht perfekt die Mitte, aber völlig wurscht. Der nächste Schritt ist eben hier unser Tannenbaum- oder Stufenbohrer. Tannenbaumbohrer, ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Tannenbaum, hat eben, wie gesagt, verschiedene Stufen. Und je nachdem, in welcher Stufe ihr euch befindet, desto größer wird das Loch. Wenn wir jetzt mal schauen, der ist vom Durchmesser her, ist natürlich jetzt schwierig zu erkennen, aber er ist auf jeden Fall vom Durchmesser her kleiner als der Boden. Das ist wichtig, damit ihr euch da nicht das Werkstück oder in dem Fall eben das Döschen kaputt macht. Sollte der Bohrer vom Durchmesser her auf jeden Fall kleiner sein, sonst würdet ihr eben alles komplett wegbohren, was nicht so gut ist. Jetzt wechsle ich einmal den Aufsatz weg vom Holzbohrer hin zu dem Stufenbohrer oder auch Tannenbaumbohrer. Den habe ich jetzt eingespannt. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sind hier innen drin, schauen wir mal, ob ich das für euch scharf bekomme. Bin mir nicht sicher, ob man das gut im Video erkennen kann. Sind hier eben entsprechend die einzelnen Bohrgrößen eingedruckt. Also es geht bis zu 32. Das ist schon sehr viel. Ich denke, ich werde es jetzt mal mit 18 oder 20 probieren. Den auch einfach ansetzen. Und ihr seht, jede Stufe hat dann automatisch auch so eine Einrastfunktion. Und man kann also hier wunderbar Stufe für Stufe sich vorarbeiten in dem Werkstück.
Ja, ist toll, wie das hier elektrostatisch an einem dranhängt. So, jetzt schauen wir mal. Ne, da brauchen wir auf jeden Fall noch mal 1, 2 Stufen mehr. Jetzt gehen wir mal auf bis auf 20, hätte ich gesagt. Ja, jetzt schauen wir noch mal. Ne, immer noch zu klein. Jetzt haben wir noch mal eine Größe gebohrt. Jetzt sind wir schon kurz davor. Sie hat gesagt, noch 1 oder 2 Stufen maximal. Das war noch mal eine Stufe. Ja, jetzt haben wir genau die richtige Größe erreicht und können hier, wenn wir uns von all dem Plastik mal befreien, und können hier den Anschluss eben entsprechend einschrauben. Das passt, das ist sogar schon relativ dicht. Jetzt kommt der etwas schwierigere Teil, nämlich ich muss da unten an den Boden kommen, um diese Mutter hier festzubekommen. Dafür werde ich jetzt wohl oder übel, ich sehe jetzt leider keine andere Möglichkeit, es ist ein bisschen schade, weil hier eben, wie gesagt, auch ein Gewinde dran ist und ich das sogar verschließen könnte. Aber ich sehe jetzt hier keine andere Möglichkeit, dass ich da wirklich geschickt nach da unten komme, und schon gar nicht komme ich mit der Mutter hier durch diese Öffnung durch. Das heißt, ich werde die Flasche hier jetzt kaputt machen müssen, also zerschneiden. Das heißt, sie ist dann nachher oben offen. Ist jetzt leider nicht so schön, aber wie gesagt, ich weiß mir jetzt nicht anders zu helfen, um dann dort eben entsprechend heranzukommen. Das bedeutet, ich werde jetzt, wie gesagt, hier mit einem Teppichmesser die Flasche einmal auseinanderschneiden. So, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere auch fragen, warum ich, wie gesagt, nicht einfach das so verwende, das hier einschraube und gut sein lasse. Theoretisch ja, theoretisch könnte man das auch so verwenden. Das Gewinde hat hier sich ein bisschen in das Plastik gearbeitet, aber da sich das ja hier nachher um Differentialflüssigkeit handelt, möchte ich schon zumindest versuchen, dass das einigermaßen, oder beziehungsweise dass das dicht wird. Und damit das dicht wird, brauche ich eben hier einmal den Dichtring und auch diese Kontermutter. Deswegen führt jetzt zumindest für mich im ersten Moment erstmal kein Weg dran vorbei, die Flasche hier oben zu köpfen. Ich habe ja noch mehrere von den Flaschen. Wenn ich irgendwann mal auf eine cleverere Idee bekomme, wie ich da die Mutter eingesetzt kriege, ohne das hier oben abzutrennen. Okay, vielleicht hat auch einer von euch eine Idee. Wie gesagt, ich weiß mir jetzt in dem Moment echt nicht anders zu helfen und werde jetzt hier die Flasche leider zerstören müssen oder zumindest eben den oberen Teil zerstören müssen. Das ist jetzt auch wieder klar, ich könnte das jetzt hier ausmessen, ich könnte versuchen, das möglichst gerade zu schneiden, aber ganz ehrlich, ich habe 5 von den Dingern, die haben nichts gekostet und es hat ja nachher einfach einen Zweck zu erfüllen, nämlich mir zu helfen, den Differentialkühler zu befüllen. Und da kommt es mir jetzt nicht auf die Optik an, ob das gerade ist oder ungerade. Es ist jetzt tatsächlich ein bisschen ungerade geworden, aber völlig wurscht. So, jetzt schaue ich, dass das hier unten einigermaßen plan ansitzt. Dann nehme ich meinen Dichtring und platziere den, oder versuche den hier da drin zu platzieren. Ja, das sieht man jetzt, der ist hier innen drin schon mal platziert. Der sitzt jetzt noch nicht komplett unten am Boden auf, da ist irgendwie noch so ein bisschen Plastik im Weg. Das muss ich jetzt mal versuchen zu entfernen. Ich drehe den noch mal raus. Also ihr seht, das Gewinde greift schon ein bisschen, aber wie gesagt, das wird halt nicht richtig dicht werden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da diesen Plastikrest irgendwie da unten loskriege. Das ist natürlich genau so abgeschnitten, dass ich mit den Fingern kaum an den Boden komme. Auch fantastisch, als hätte ich es genauso gewollt. Wollte ich natürlich nicht. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich versuche jetzt da unten diese Plastikwurst rauszukriegen, weil die wird nachher verhindern, dass ich das ordentlich dicht bekomme. Aber die hat sich da so blöd, jetzt habe ich sie. Hier sieht man sie ganz gut, diese Plastikwurst oder diese Plastiküberreste. So, jetzt drehen wir den Anschluss wieder ein. Wie gesagt, ich achte jetzt einfach darauf, dass der hier unten plan zum Flaschenboden aufsitzt oder aufliegt. Jetzt
packe ich meinen Dichtring da wieder rein. Und jetzt sehen wir auch, jetzt kommt der Dichtring eben bis an den Boden, was wichtig ist. Jetzt nehme ich meine Kontermutter, platziere die da so grob und versuche die mal so grob anzusetzen. Das ist jetzt wie gesagt ein bisschen fummelig, weil es da sehr eng ist. Aber es funktioniert. Ich kann sogar ganz leicht mit dem Finger an der Seite die Mutter drehen. Was ich jetzt mache, ich halte die Mutter hier innen drin fest und drehe einfach das ganze Gehäuse drumherum. Das ist jetzt der einfachste Weg. Ihr müsst natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wenn ihr sensibel oder empfindlich seid. Hier ist jetzt eine relativ scharfe Kante, nicht, dass ihr euch da in die Finger schneidet. Wie in anderen Videos auch schon erwähnt, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, würde ich natürlich immer Handschuhe empfehlen. Aber ja, normalerweise merkt man ja auch, wenn es weh tut, und dann hört man für gewöhnlich auf. Und den ganzen Finger abtrennen, da müsste man sich jetzt schon sehr dämlich anstellen. Ne? Famous last words. Zack, ist er weg. Nee, Quatsch. Also wie gesagt, so scharf ist die Kante nicht. Genau, jetzt versuche ich das hier auch so fest zu bekommen, wie es irgendwie geht. So, und jetzt habe ich hier eben den Anschluss unten gesichert. Ich habe hier innen drin meinen kleinen Dichtring. Ich habe meine Kontermutter platziert. Dadurch sollten wir jetzt eine relativ leckfreie Verbindung haben. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen die Krümel wegsaugen und dann geht es gleich weiter. So, jetzt habt ihr also gesehen, ich habe hier meine kleine Flasche modifiziert. Hier unten ist mein Anschluss dran. Was jetzt noch fehlt, ist eben ein kleines Stückchen Schlauch, um die beiden Teile miteinander zu verbinden. Dafür habe ich mir hier so einen Schlauch bestellt. Der ist eben speziell dafür ausgelegt, auch Öle zu vertragen. Das heißt, der ist also, ja, wie soll ich sagen, deutlich beständiger als jetzt ein normaler, einfacher Plastik- oder PVC-Schlauch. Das habe ich in einem anderen Video ja auch schon erwähnt bei den Schläuchen. Also gerade wenn ihr jetzt, ich meine, bei so einem temporären Schlauch, den ihr nur zum Befüllen verwendet, ist es eigentlich völlig egal, welchen Schlauch ihr nehmt, er muss halt nur passen. Wenn ihr jetzt aber am Auto irgendwo einen Schlauch verbindet oder einsetzt, der ständig eben Öl oder ja, Benzin mit Öl oder mit Benzin in Kontakt ist, dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr da hochwertige Schläuche verwendet, denn Öl und Benzin ist sehr aggressiv und wenn ihr da den falschen Plastikschlauch oder überhaupt den falschen Schlauch verwendet, kann es sein, dass innerhalb wirklich kurzer Zeit euch der Schlauch kaputt geht, porös wird und dann treten eben diese Flüssigkeiten auf. Also deswegen, ja, für so einen temporären Schlauch ist es jetzt völlig egal. Ich habe aber trotzdem einen genommen, der entsprechend standfest ist. Und wie gesagt, am Auto auf jeden Fall immer entsprechend ja, Öl- und Benzinfeste Schläuche verwenden, je nachdem, für welchen Einsatzzweck ihr dort eben das Ganze braucht. Jetzt kürze ich mir den hier. Ich will nur ein ganz kurzes Stück haben. Am liebsten hätte ich natürlich die Flasche hier direkt auf den Anschluss montiert. Das geht jetzt aber nicht, deswegen nehme ich hier einfach ein kurzes Schlauchstück. Dafür nehme ich auch wieder mein Teppichmesser oder mein Cutter hier. Man sieht jetzt schon, der Schlauch ist relativ resistent. Ja, hier ist auch wichtig, dass ihr immer von euch wegschneidet, also von der Hand, mit der ihr das Werkstück haltet, dass ihr davon wegschneidet und nicht darauf zu. Denn wenn ihr abrutscht, dann sollt ihr nach vorne abrutschen, in Richtung nichts oder halt in Richtung Platz und nicht in Richtung eurer Hand. So, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Jetzt haben wir hier unser kleines Stückchen Schlauch. Das verbinden wir jetzt einmal hier mit dem Anschluss, mit unserem T-Stück. Das versuche ich jetzt so weit wie möglich über den Anschluss zu schieben, damit wir da eine möglichst gute Verbindungsfläche haben und auch wieder wenig Gefahr besteht, dass da was dran vorbeiläuft. Ich habe es jetzt also hier über beide von diesen Kanten drüber geschoben. Jetzt haben wir also sozusagen zwei Stellen, an denen die Flüssigkeit aufgehalten wird. Und dann stecke ich von hier oben einfach noch mein Befüllfläschchen auf. Und dann haben wir den gesamten Anschlusstrakt fertig. Das heißt, so wie das jetzt ist, kann ich das verwenden, um eben mein Differential zu befüllen. Ich habe hier, obwohl ich die Flasche abgeschnitten habe, immer noch die Möglichkeit, bis zu
200 Milliliter einzufüllen. Das werde ich aber nicht machen. Ich werde es wahrscheinlich meistens immer nur bis 100 Milliliter füllen und dann eben warten, bis die Flüssigkeit abgesaugt ist und wieder nachfüllen. Das ist aber, wie gesagt, jetzt meine Idee zum Thema, wie kann ich mir das Befüllen meines Differentials vereinfachen. Dadurch, dass ich eben hier einen Differentialkühler jetzt im Einsatz habe im Fahrzeug, kann ich nicht mehr über den Anschluss unten befüllen am Fahrzeug oder beziehungsweise am Differential. Technisch ja, technisch kann ich dort befüllen, würde aber keinen Sinn machen. Dadurch, dass ich ja diese Verrohrung habe und auch den Kühler selber, ist ja das Volumen oder sage ich mal die Kapazität für mein Differentialöl deutlich gestiegen. Und wenn ich jetzt nur die standardmäßige Befüllmethode anwende, unten am Differential und die Pumpe läuft, dann saugt mir die Pumpe das gesamte Differentialöl unten aus der Wanne im Differential raus und das Differential läuft trocken. Das heißt, das wäre eine ganz schlechte Idee. Deswegen muss ich eben jetzt hier, habe ich ja bisher auch immer gemacht, das ganze System von oben befüllt. Ich blende jetzt nochmal ein, oben eben den Schlauch abmontiert, der eben sozusagen Zufuhr ist zur Pumpe, also wo die Pumpe dran saugt und darüber mein Differential befüllt, solange bis eben aus dem Differentialkühler wieder was rauskam. Jetzt, wie gesagt, mit dieser Variante erhoffe ich mir das eben zu vereinfachen, dadurch, dass ich hier keinen Schlauch mehr lösen muss, sondern lediglich hier oben einfach den Befüllmechanismus entweder anschraube oder den Befüllmechanismus eben verschließe für den normalen Betrieb. Und damit müsste es eigentlich deutlich einfacher gehen und auch schneller. Jetzt, wie gesagt, springen wir noch einmal ans Fahrzeug und ich zeige euch den Einbau dieses Befüllstutzens. So, jetzt sind wir auch mit der Montage fertig des Befüllstutzens. Ihr habt jetzt also gesehen, wie ich den hinten in meinem Differentialkühler verbaut habe oder an meinem Differentialkühler verbaut habe. Ihr habt auch gesehen davor, wie ich eben hier meinen Lüfter geupgradet habe mit den neuen Halterungen. Das heißt, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was dabei. Und wie gesagt, falls euch einfällt, wie ich hier irgendwie, vielleicht habe ich ja einfach, wie gesagt, nicht clever genug gedacht, wie ich das hier schaffen könnte,
eben oben durch diese Originalöffnung meine deutlich dickere Mutter zu bekommen, ohne das abschrauben zu müssen oder abnehmen zu müssen. Lasst mich das gerne wissen, oder falls einer von euch irgendeinen anderen Behälter kennt, der vielleicht eben schon so einen Anschluss hat und den man da eben verwenden kann, lasst mich es gerne auch wissen. Die einzelnen Komponenten habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da was sucht. Das heißt, da könnt ihr dann mal reinschauen. Das war's, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und euch eine gute Zeit. Ciao!